Heute schauen wir uns den EV Nicholas Vehicle to Load und Vehicle to House Adapter erneut an, wie ich euch in diesem Video gezeigt habe, Link in der Videobeschreibung. Da habe ich den Adapter als Vehicle to House eingesetzt und auch als Vehicle to Load für den Camping-Einsatz. Beim Vehicle to House habe ich euch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gezeigt, wie zum Beispiel bei einem Stromausfall als Notstromversorgung und auch als Integration in einer bestehenden PV-Anlage. Und wir haben auch diese schöne Pizza gebacken und das ganze Haus wurde für einen Tag nur über den Vehicle to Load über das Auto versorgt. Den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung oder oben rechts verlinke ich es auch. Und heute schauen wir uns den Adapter erneut an, denn letztes Mal gab es den Test mit dem Tesla und der Adapter funktioniert hervorragend mit allen Tesla-Fahrzeugen. Allerdings kann man dann den Adapter auch mit einigen Nicht-Tesla-Fahrzeugen verwenden und welche da sind, zeige ich euch heute in diesem Video. Bevor wir jetzt loslegen, würde ich euch bitten, einfach den Kanal kurz zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen, denn das hilft dem Kanal ein bisschen mehr Reichweite zu erhalten und damit auch solche hochwertige und interessante Videos wir für euch drehen können. Denn die Videos auf dem Kanal sind sehr technisch detailliert und sehr hochwertig und deswegen bringen euch die Informationen auf diesem Kanal sehr viel Fachwissen bei. Es kostet euch nichts, einfach kurz auf Abo zu klicken und ein Like zu hinterlassen. Dafür wäre ich sehr dankbar. Und jetzt schauen wir uns, welche Fahrzeuge mit diesem Vehicle to Load Adapter funktionieren. Bevor wir das machen, zeige ich euch kurz den Adapter an. Für alle, die das alte Video noch nicht gesehen haben, das ist ein 7 kW Adapter. Das ist hier der erste Vorteil, denn die meisten anderen Vehicle to Load Adapter von anderen Herstellern sind meistens Schuko 3,6 kW und das ist hier ein richtiger 7 kW Lader mit einem CE-Anschluss. Das heißt, ihr könnt hier aus dem Gerät 32 Ampere einphasig entnehmen. Zusätzlich habt ihr noch eine Schuko-Steckdose. Ihr könnt also die 7 kW auf 3,6 kW über die Schuko und noch 3,5, 3,6 kW über den CE-Adapter. Also ihr könnt entweder 7 kW über den CE-Adapter entnehmen oder 3,6 plus den Rest über CE. Das habe ich auch im letzten Video gezeigt. Da habe ich euch gezeigt, wie man das Haus über den CE-Adapter versorgen kann und gleichzeitig auch weitere Geräte benutzen kann. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn euer Camper zum Beispiel nur 3,6 kW über den C-Adapter verwenden kann, ihr aber gleichzeitig die volle Leistung über andere Versorger ausnutzen wollt, wie zum Beispiel eine Kochplatte oder ein Wasserkocher und so weiter und so fort. Dieser Adapter hat sehr viele Vorteile. Es gibt auch eine andere Variante, die etwas günstiger ist, glaube ich 200-300 Euro. Die ist nur 5 kW, dafür hat sie aber zwei Schuko-Stecker, das heißt man kann diese 5 kW über zwei Schuko-Stecker verteilen. Ihr könnt zum Beispiel zwei Verlängerungskabel nehmen, zwei Verlängerungs-Schuko-Steckdosen und über diese ganzen Verlängerungssteckdosen insgesamt natürlich 5 kW und pro Schuko-Stecker 2,5, 3 kW, je nachdem wie ihr das aufteilt, könnt ihr mehrere Geräte gleichzeitig verwenden. Der Einsatz hier ist deutlich interessanter als die Vehicle to Load Adapter von den Herstellern, denn diese sind nicht für die Dauerleistung von 7 kW wie hier ausgelegt oder 5 kW und da kann man nicht wie bei diesem Adapter ein ganzes Haus sehr lange versorgen, denn der Schuko-Stecker ist nicht dafür gedacht und hier hat man den Vorteil von dem CE-Adapter. Ihr könnt auch gleichzeitig auch andere Elektroautos laden, entweder mit 7 kW einphasig oder 3,6 kW dreiphasig, das könnt ihr euch aussuchen. Wir fangen erstmal an mit den Fahrzeugen, die ich getestet habe und die mit dem Adapter nicht funktioniert haben. Das sind leider die Volkswagen-Fahrzeuge, das waren die ID.7, die ID.3. Björn Nyland hat auch ein e-Golf getestet. Da sind die Fahrzeuge, die tatsächlich Probleme auch mit Autocharge haben, mit dem Pseudo-Autocharge von ENBW zum Beispiel über die MAC-Adresse vom CCS-Board. Da gibt es auch Probleme und anscheinend hat Volkswagen irgendwas an dem CC-Standard nicht richtig implementiert. Ich habe hier zum Beispiel einen Screenshot von ID.7. Ich dachte zumindest ID.7 würde funktionieren, weil ich auch gesehen habe, dass das Fahrzeug auch bidirektionales Laden unterstützt. Wobei bei Volkswagen-Konzern finde ich das bidirektionale Laden sehr sinnlos, denn da sind 10.000 Kilowattstunden oder 4.000 Stunden.
Wenn man das aber über die Stunden macht und man nimmt 1 kW bis 2 kW Entnahme im Schnitt, dann kommen wir auf etwa 8000 Kilowattstunden, die man entnehmen kann. Das ist fast gar nichts. Danach kann man die Entnahmefunktion vom Fahrzeug nicht nutzen. Deswegen wäre es sinnvoll, zumindest eine günstigere Alternative als diese teure Wallboxen von Skoda und Volkswagen zu verwenden, aber das funktioniert leider nicht. Wie so oft bei dem Volkswagen-Konzern, wenn es um Software geht. Dann habe ich ein Kia EV3 versucht. Das ist ein 400 Volt Auto. Der Adapter würde, glaube ich, mit 800 Volt Autos gar nichts funktionieren. Aber bei Kia EV3 ist das ein 400 Volt Auto. Und das funktioniert auch mit bidirektionales Laden. Leider hat der Adapter aber auch mit Kia EV3 nicht funktioniert. Was sehr schade ist, weil dieses Fahrzeug auch sehr populär ist und sehr oft auch bestellt wird. Allerdings hat hier der Adapter einen Fehler gezeigt und da konnte man keine Energie aus dem Fahrzeug entnehmen. Und die gute Nachricht ist, dass die Fahrzeuge, die funktioniert haben, auch auf Anhieb funktioniert haben, und das erste Fahrzeug, was ich getestet habe, war ein BMW i4 und das hat wunderbar funktioniert. Es hat 2-3 Sekunden gedauert, dann kam das blaue Licht und ich konnte Energie aus dem Fahrzeug entnehmen. Und die gute Nachricht ist, dass Björn Nyland auch ein älteres i3 getestet hat und das hat auch auf Anhieb funktioniert. Von daher gehe ich davon aus, dass BMW über die ganze Elektroauto-Palette den CCS-Standard so implementiert hat, dass es für solche Geräte auch funktioniert. Wer also ein BMW i3, BMW i4 hat, es gibt natürlich keine Garantie, denn es gibt verschiedene Softwareversionen und so weiter und so fort, aber ihr habt noch 14 Tage Rückgaberecht bei dem Gerät, das kommt aus der EU. Deswegen könnt ihr auch das bestellen, testen und auch zurückgeben, wenn das nicht funktioniert. Aber aus meiner Sicht, wenn Björn Nyland das getestet hat und ich es getestet habe, dann gehe ich davon aus, dass es zumindest bei diesem Softwarestand die Geräte auch funktionieren werden. Andere Autos, die sehr interessant sind, die konnte ich leider nicht testen. Kia Niro und Kona e.V. und die alten Konas. Ich vermute sehr stark, dass diese auch funktionieren werden, weil die sind sehr alt und die implementieren wahrscheinlich den CCS-Standard sehr rigoros. Und die haben auch kein bidirektionales Laden, das jetzt das ganze Entladen verhindern würde. Von daher würde ich mal vermuten, dass die Kia Niros und Konas funktionieren würden. Aber wie gesagt, das müsst ihr euch überlegen. 14 Tage Rückgaberecht, kaufen und testen oder nicht. Allerdings für die Zoes habe ich gute Nachricht, denn ich habe ein Video von dem Hersteller zugeschickt bekommen. Der hat es getestet mit einem Kundenfahrzeug und das hat auch funktioniert. Also die Zoes, die würden wahrscheinlich auch funktionieren. Ihr seht, außer die Autos vom Volkswagen, Skoda, was sehr schade ist, aber alle anderen Fahrzeuge scheinen irgendwie zu funktionieren. Okay, bei Kia hat es nicht funktioniert, bei den 800 Volt Autos würde es wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil das Gerät auch nur, glaube ich, auf 500 Volt ausgelegt ist. Aber alle anderen Autos, die vielleicht auch etwas älter sind, ich habe im letzten Video auch gezeigt, dass man heutzutage ein Ioniq 28 Kilowattstunden Classic für unter 10.000 Euro mit SOH von ungefähr 100% erhalten kann. Das heißt, ihr könnt so ein günstiges Fahrzeug unter 10.000, 8.000 Euro bekommen und das Fahrzeug nicht nur als Fahrzeug verwenden, sondern als auch Hausspeicher. Und für alle Nissan Leaf und CHAdeMO Freunde habe ich gute Nachrichten, denn es gibt einen separaten CHAdeMO Vehicle-to-Load Adapter im Shop und den könnt ihr für alle CHAdeMO Fahrzeuge anwenden. Wie ihr seht, eine breite Palette von unterschiedlichen Fahrzeugen, welche die Möglichkeit haben, Vehicle-to-Load und Vehicle-to-Home zu verwenden. Ich packe den Link zum Shop in der Videobeschreibung. Mit dem Code AIRELECTRIC bekommt ihr auf den Gesamtshop auch einen Rabatt. Es gibt auch günstige mobile Ladegeräte für 150, 180 Euro. Das habe ich schon mal gezeigt. Es gibt auch andere Accessories. Also schaut euch auf dem eVinikulo Shop herum. Schaut euch auch das alte Video zum Thema Entladen, wenn euer Fahrzeug in dieser Liste mit den funktionierenden Fahrzeugen dabei ist, könnt ihr euch auch das andere Video anschauen, was man mit so einem Gerät überhaupt anstellen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr erwägt, so ein Gerät zu kaufen. Und ein Abo und Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.